Hier sind wir also, an der nördlichsten Spitze Schottlands. Die ganze Nacht bog sich unser Zelt in alle Richtungen und der Wind bläst immer noch erbarmungslos. Alles, was wir die kommenden Wochen brauchen, tragen wir auf unseren Fahrrädern mit uns. Das Zelt wird unser Zuhause, der Benzinkocher unsere Küche und die Fahrräder unser ganz persönliches Reisemobil. Und so wollen wir einmal quer durch Schottland reisen. Wir wollen Schottland kennenlernen, und zwar so richtig. Wir wollen die Launen der Natur spüren, wollen den Menschen auf den Straßen begegnen, wollen jeden Hügel aus eigener Kraft bezwingen, um im Nachhinein genau zu wissen, wie sich die Berge Schottlands anfühlen. Es wird eine Reise mit allen Sinnen, die uns noch einiges abverlangen wird. Gestern sind wir auf den Shetlandinseln angekommen. Das ist ganz oben im Norden von Großbritannien. Und es ist wieder mal traumhaft schön. Es ist zwar echt herausfordernd, weil es ist wirklich mega Wind, aber es ist trotzdem so schön. Es sind so wunderschöne Steilküsten. Gestern Nacht haben wir schon beim Leuchtturm geschlafen, war richtig cool. Aber wie gesagt, der Wind ist echt eine Challenge. Aber es regnet nicht. Und es soll die nächsten Tage nicht regnen, was ziemlich gut ist. Aber der Wind wird uns wahrscheinlich auf den Shetlandinseln begleiten. Dass der Wind ein Problem werden könnte, wurde uns bereits bei der Anreise zu den Shetlandinseln klar. Die Fähre, die uns hierher brachte, schaukelte so stark, dass wir die ganze lange Fährüberfahrt damit beschäftigt waren, das Abendessen im Magen zu behalten. Auf den Fahrrädern gibt es zwar keine Gefahr, seekrank zu werden, aber die Gefahr, bei Gegenwind nach und nach den Mut zu verlieren, ist erheblich. Heute ist ein ultra zacher Tag. So Gegenwind. Wir fahren selbst bergab. Ich weiß nicht. 10 km/h. Während weder wir noch unsere Tonaufnahmegeräte für diese windigen Gegebenheiten sonderlich geeignet sind, hat sich unsere Umgebung längst an diese Verhältnisse angepasst. Das dichte Fell der kleinen Shetland-Ponys schützt vor dem Wind, die Vegetation auf den Inseln wächst selten in die Höhe und auch die unzähligen Schafe sind für die herben Witterungen bestens ausgestattet. Und das müssen sie auch sein, denn die Shetland-Inseln liegen ziemlich ausgesetzt, genau zwischen der Nordsee und dem Atlantik. Windstille Tage gibt es hier vermutlich nie. Gestern haben wir einfach unglaubliche 7 Stunden Fahrzeit gehabt für lächerliche 67 Kilometer. Das heißt ein Durchschnitt von unter 10 km/h. Und das einfach nur, weil wir den ganzen Tag 50 km/h Gegenwind gehabt haben. Wir waren wirklich fix und fertig am Abend. Aber heute, am nächsten Tag, kommt die Sonne ein bisschen raus, es ist ein bisschen wärmer. Und es schaut schon wieder alles anders aus. Wir sind schon wieder gut drauf. Das ist echt das Klassische am Radreisen, dieses Auf und Ab der Gefühle. Einmal voll gut, einmal wow, schrecklich. Und jetzt geht es auch noch bergab. Wuhu! Letzte Woche war da scheinbar nur Schnee und jetzt scheint die Sonne. Wow, was haben wir für Glück. Das wird ja bekanntlich nicht so oft passieren auf den Shetlandinseln. Aber heute
Wie ihr seht, man ist beim Radreisen mit dem Fahrrad ganz schön mit sich, seinen Gedanken und den Naturgewalten beschäftigt. Und gleichzeitig ist man dem Inselalltag ganz nahe, kann das tägliche Leben vom Fahrrad aus beobachten, die vielen traditionellen Steinhäuser betrachten, den Fischern beim Angeln zuschauen und die ersten Gehversuche der Lämmer hautnah miterleben. Dank unserer Ausrüstung können wir uns abends einen abgeschiedenen Ort suchen, an dem wir unser Zelt aufstellen wollen. Schließlich haben wir alles dabei, was wir zum Übernachten in der Natur benötigen. Zugegeben, es ist nicht selbstverständlich, dass der abendliche Zeltplatz so idyllisch ausfällt wie hier am St. Ninians Beach. Heute ist der letzte lange Radeltag gewesen auf den Shetlandinseln. Morgen geht es schon wieder weiter, am Abend mit der Fähre. Und das Highlight ist ja jetzt echt die zwei Inseln. Das Reisen mit dem Rad fordert alle Sinne. Und das macht diese Reiseart zu einem intensiven Erlebnis. Wir lauschen dem Rauschen des Meeres, fühlen Wind, Kälte und Regen auf der Haut. In der Luft liegt der Duft von Salzwasser und Schafherden. Und zu sehen bekommen wir neben den Weiten der schottischen Wiesen auch eine Portion beeindruckender Geschichte. Im Norden Schottlands sind bis heute sogenannte Brochs aus der Eisenzeit zu finden. Die massiven, runden Steinmauer sind über 2000 Jahre alt und dieses sehr gut erhaltene Exemplar auf den Shetlandinseln bildete einst einen 10 Meter hohen Turm. Wozu dieser Broch in der Vergangenheit genutzt wurde, konnte die Wissenschaft bis heute nicht eindeutig klären. Bevor uns die Fähre von den Shetlandinseln auf die Orkney-Inseln bringt, besuchen wir die Hauptstadt und gleichzeitig die einzige Stadt der Shetlandinseln, Lerwick. Die Hafenstadt zählt gerade einmal 7000 Einwohner und ist der Dreh- und Angelpunkt der Inseln. Während früher das Heringsfischen und der Walfang den Inseln zu mehr Wohlstand verhalf, ist es heute vorwiegend das Erdöl, das 1971 vor den Inseln gefunden wurde. Wir sind jetzt von den Shetlandinseln auf die Orkney-Inseln gefahren und haben da jetzt ein paar Tage Pause gemacht, um Video zu schneiden. Jetzt geht es weiter für uns. Jetzt umkreisen wir einmal die Orkney-Inseln, aber die sind so klar, ich glaube, wir brauchen 3 Tage maximal. Ja, entspannt 3 Tage. Also sehr entspannte 3 Tage. Und was voll cool ist, es ist ja gerade Frühling und es gibt überall Babyschafe. Und jetzt sind wirklich ganz viele ganz kleine Schafe, es ist so süß. Oder ja, Ziegen und alles. Alle Babys sind gerade da. Wenn man so eine Insel umrundet, dann hat man den riesen Vorteil, dass der Gegenwind irgendwann auch wieder zum Rückenwind wird. Und dann hat man immer wieder Passagen dabei, wo es richtig hurtig geht. Die Orkney-Inseln unterscheiden sich zu den Shetlandinseln übrigens viel mehr, als wir vermuteten. Die Landschaft ist nicht ganz so rau, das Klima etwas milder, die Hügel etwas flacher und der Boden fruchtbarer. Das erkannten auch schon die Wikinger, die Ende des 8. Jahrhunderts hier ankamen und begannen, Getreide anzubauen und Schafe zu züchten. Trotz der sanften Landschaft hat Orkney spektakuläre Steilküsten zu bieten. Das Meerwasser hat die wildesten Formationen in die Küsten Orkneys gezeichnet. Hier, bei der Gezeiteninsel Bruff of Bursey, ändert sich das Landschaftsbild mit dem Wechsel von Ebbe und Flut. Bei Ebbe wird der Weg auf die Insel frei und ehe man sich versieht, macht die Flut das Zurückkommen unmöglich.
Radfahren auf den Orkney-Inseln ist dank der geringeren Höhenmeter einfacher als auf den Shetlandinseln. Die kleinen Straßen haben wir beinahe für uns und wenn ein Autofahrer entgegenkommt, verhält er sich extrem rücksichtsvoll. Wir würden sogar so weit gehen und behaupten, dass auf den Shetland- und Orkney-Inseln die rücksichtsvollsten Autofahrer zu finden sind, die wir bisher erleben durften. Jetzt haben wir gerade ein bisschen Windstille oder vielleicht ist sogar Rückenwind eher. Und eine einsame Straße, da darf man zwischendurch mal kurz rechts fahren, weil in Großbritannien muss man links fahren, das ist noch nicht so in unserem Kopf drinnen, das ist gar nicht so einfach manchmal, vor allem bei Kreisverkehren und Kreuzungen. Aber so wie da ist das ganz egal, weil weit und breit niemand außer wir und ein paar Schafe. Viele Schafe! Sehr viele Schafe, sehr viel Lamperl, sehr viele Kühe und Kälber, Auerhähne und Hasen. Alles da. Diese einsame Straße führt uns zu Klippen, die steil ins Meer abfallen. Ein magischer Ort, den wir uns nur mit Vögeln, Hasen und Delfinen teilen dürfen. Die können wir nämlich von hier aus beobachten, wie sie bei Sonnenuntergang aus dem Meer springen. Wir stellen unser Zelt auf und genießen den Moment. Wir sind immer wieder zutiefst berührt, welche Erlebnisse uns eine Reise mit dem Fahrrad und Zelt ermöglicht. Neben den Steilklippen gibt es auf Orkney noch viel mehr zu entdecken. Denn hier gibt es nicht nur Langhäuser und Kirchen, die an die jahrhundertlange Herrschaft der Wikinger erinnern, sondern das geschichtliche Erbe geht noch viel weiter zurück. Diese stehenden Steine wurden vor fast 5000 Jahren aufgestellt und belegen die beeindruckenden Baukünste aus der Jungsteinzeit. Gleich nebenan kann man Seehunde beim Relaxen beobachten. Steine, die aus dem Wasser ragen, dienen den Seehunden als gemütliches Plätzchen für den Mittagsschlaf. Orkney besteht aus vielen Inseln, die man mit kleinen Fähren erreichen kann. Besonders die ungewöhnlich bergige Orkney-Insel Hoy hätten wir noch sehr gerne unserer Route hinzugefügt. Aber da haben wir die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Wir sind jetzt nur 2 Tage auf Orkney Radl gefahren, weil wir das ein bisschen verpeilt haben mit den Fähren. Es war Wochenende und die Fähren zu den einzelnen Inseln, die fahren nur ganz selten, das sind ganz kleine Fähren. sind schnell ausverkauft, am Sonntag fahren sie teilweise gar nicht. Und somit haben wir jetzt die Insel Hoy leider auslassen müssen. Und somit waren wir in 2 Tagen schon wieder fertig. Aber es war cool. Jetzt sind wir schon wieder weitergefahren. Jetzt sind wir mit der Fähre aus Festland. Das heißt, wir sind jetzt in Schottland am Festland angekommen. Fahren jetzt gerade von John O'Groats Road weiter der Küste Richtung Westen, Nordwesten. Am schottischen Festland angekommen, ändert sich auf den ersten Blick nicht viel. Auch hier ist es noch extrem ruhig, wir sehen kaum Autos und wir haben die Straße für uns. Die Campingplätze und Unterkünfte erwachen gerade erst aus dem Winterschlaf, nur vereinzelt verirren sich zu dieser Jahreszeit Touristen in diese Region. Doch je weiter wir der Straße Richtung Westen folgen, desto tiefer tauchen wir in die Weiten und Berge der schottischen Highlands ein. Es ist gerade irgendwie total eine surreale Landschaft. Wir fühlen uns wie wenn wir gerade in Akbaital in Tadschikistan rauffahren würden oder irgendwo am tibetischen Hochplateau wären, dabei sind wir in den schottischen Highlands. Aber es ist irgendwie voll die Mondlandschaft, das ist so schön. Die Straßen sind mindestens so schlecht wie in Turkmenistan, nicht ganz so schlecht wie in Kirgisistan.
Es rumpelt, ist wenig los. Ein kleiner Hauch von Abenteuer. Veränderungen in der Landschaft und in der Kultur der Menschen wahrzunehmen, ist möglicherweise unsere Lieblingseigenschaft des Radreisens. Dadurch, dass man jeden Meter aus eigener Kraft zurücklegt, den ganzen Tag die Natur zu Füßen hat und jedes Detail am Wegesrand beobachten kann, nimmt man jede Veränderung intensiver wahr und spürt, wie weit man schon gekommen ist. Für uns die schönste Belohnung für all die Strapazen, die so eine Reise mit sich bringt. Strapazen, Freude, Anstrengung, Glück, Verzweiflung. Nirgendwo sonst erleben wir so ein Auf und Ab der Gefühle wie beim Reisen mit dem Fahrrad. Wer nun auch von einer Reise durch Schottland träumt, dem sei folgender Rat ans Herz gelegt. Es ist jetzt der 25. April 2022 und wir sind jetzt nur so richtig ganz knapp vor der Hauptsaison, also in der Vorsaison. In Orkney und auf den Shetlandinseln war wirklich nichts los, gar nichts. Und jetzt am Festland auf der NC 500 merkt man langsam, dass immer mehr und mehr Autos dazukommen. Also vor allem auch nicht britische. Bis jetzt haben wir eigentlich nur britische gesehen. Ich kann mir vorstellen, dass in High Season, also ab Mai, Juni, dann vor allem Juli, August, dass es dann immer so angenehm zum Fahren wird. Die Straßen sind recht eng, vor allem sind es sehr schlechte Straßen und deswegen ist Ausweichen immer recht ein Problem, weil man halt immer durch die riesen Schlaglöcher muss. Jetzt momentan in der Saison kann man es wirklich nur empfehlen. Also ist ja Wahnsinn. Ich frage mich halt nur, wie es dann in der Hauptsaison als Radlfahrer da so ist. Außerdem ist der April der niederschlagsärmste Monat. Und bis jetzt, wir sind jetzt seit 1,5 Wochen in Schottland. Heute in der Früh haben wir ein bisschen ein leichtes Nieseln gehabt. Einmal sind wir im Regenradl gefahren für eine Stunde. Das war's. Ein echter Glück. Nur der Wind. Ach, der Wind. Also, das hat uns keiner gesagt, dass es in die Highlands unglaublich viel Zecken gibt. Jetzt haben wir die nächste Entscheidung zu treffen. Jetzt ist die Motivation gerade so richtig im Keller. Ach, also es kommt gerade echt alles zusammen.